could have my Gucci on. Es war früher eher so, wow, du hast ein Kind bekommen. Respekt dafür. Und heutzutage ist so, wann passt du wieder in deine Größe rein? Ich krieg nicht mehr die flache Taille, die ich mal hatte. Ich krieg auch nicht mehr den festen Busen. Das ist ein Idealbild, dem wir hinterher rennen, gefühlt. Aber wir vergessen uns ja dabei. Diese Rückbildungszeit ist einfach eine ganz sensible Zeit. Aber wenn ich in der Zeit zu früh zu viel mache, kann es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Okay, ich bin 29 und ich kann jetzt nicht mehr laufen gehen. Man sagt jetzt halt nicht einfach so, hey, kann ich nicht machen, weil ich mache mir dabei halt in die Hose, ja. Ich bin Christiane, 32 Jahre alt, Journalistin, Mama und ehemalige Leistungssportlerin. Mich bewegen Themen rund ums Frausein, Muttersein und Sporttreiben. In dieser Folge will ich wissen, wann darf ich wieder mit Sport loslegen? Kann da was kaputt gehen? Und wird mein Körper jemals wieder wie vorher aussehen? Um das zu klären, rede ich mit der Beckenbodenspezialistin Daniela Künze. Und mit Cesarina Schmidt, die Probleme mit einer Belastungsinkontinenz hatte. Außerdem trainiere ich mit Influencerin und Mama Anne Kissner und mache mit beim Aqua-Rückbildungskurs von Postnataltrainerin Isabel Hagedorn. Vielleicht einfach rein. Hallo? Meine eigene Schwangerschaft liegt ein gutes Jahr zurück. Ich will heute herausfinden, wie sieht mein Beckenboden mittlerweile aus? Daniela Künze ist Beckenbodenspezialistin. Außerdem ist sie Hobbyläuferin und Zweifachmama. Das ist ganz einfach, ich bin ein bisschen nervös irgendwie. Man hat immer bei so Check-ups, hat man immer so, was kommt dabei raus? Stunde der Wahrheit, was ist jetzt wirklich so, wie ich dachte, oder? Ja. Genau. Okay. Ja, wer weiß, was sich so in einem Jahr tut. Ja. Wie weit sollte der Beckenboden nach so einem Jahr sein? Also ist da alles wie vorher oder wie ist das? Ja, bis alles wie vorher ist, gerade nach einer Schwangerschaft und Geburt, dann je nachdem wie auch immer Schwangerschaft und Geburt war, kann es schon laut Studien bis zu 2 Jahre und ein bisschen länger dauern. Ja, Dani erklärt mir anhand eines Modells auch, warum das so lange dauert. Siehst du nochmal, da hast du dann eben durch die Geburt dann, wenn es eine vaginale Entbindung ist, eine große Maximalbelastung einfach hier auf diese Muskulatur. Ja, sei es jetzt hier diese quer verlaufende Muskulatur, aber auch hier noch ein bisschen um diesen analen Schließmuskel rum. Mhm. Ja, weil das wird ja auch alles maximal gedehnt. Ja. Ich glaube, Studien haben gesagt, bis zu 230% werden Muskeln gedehnt im Beckenboden bei der Geburt. Boah, normale Muskeln reißen bei 130, 150%. Wow. Ja, also das ist dann schon echt eine Leistung. Ne? Ja. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass das halt nach einer Geburt einfach wieder braucht, bis es zurückkommt. Ja. Das ist so. Vor einem Jahr war ich schon mal bei Daniela zum Beckenbodencheck. Okay, aber erzähl doch mal, wie ist es dir? Wir haben heute den 8. Januar. Mein Sohn ist ziemlich genau 11 Wochen alt. Und ich bin heute bei Daniela, einer Physiotherapeutin, zum Beckenboden- und Bauchmuskelcheck. Damals ging es ganz konkret um die Frage, ob ich wieder mit dem Sport loslegen darf. Dani hatte mir nach der Untersuchung grünes Licht gegeben und ich hatte nach und nach wieder mit Crossfit und Joggen losgelegt. Inzwischen bin ich wieder voll im Training, habe aber bei längeren Läufen und Seilspringen immer mal Unterleibsschmerzen. Habe ich etwa was falsch gemacht? Ich hoffe, der Termin heute bringt Klarheit. Die Beschwerden auch bei Frauen, die nie ein Kind bekommen. Alles klar, dann fangen wir jetzt mit der Bauchuntersuchung an und dann gucken wir den Beckenboden an. Okay. Der Weg zurück in den Sport fängt für viele Frauen hier an, im Rückbildungskurs. Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, jede Frau bringt ihre individuelle Geschichte mit. Und jede Frau will mit diesem Kurs den Startschuss setzen, zurück zu einem fitten Körper. Isabel Hagedorn ist Prä- und Postnataltrainerin und betreut seit vielen Jahren Frauen während und nach der Schwangerschaft. Auch ich habe bei ihr meine Rückbildung gemacht. Pandemiebedingt habe ich damals allerdings noch online trainieren müssen und nicht im Hallenbad.
Wie ist das eigentlich so Rückbildung im Wasser? Ist das irgendwie nochmal ein Unterschied, als jetzt, wenn ich Rückbildung quasi an Land mache? Also im Wasser ist ja generell immer schon mal ein Unterschied, weil das Wasser an sich für sich schon was für unsere Psyche tut. Also man merkt das dann auch, wenn die Mädels nachher reinkommen. Das ist immer so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling, weil du bist im Wasser und fühlst dich ja schon immer mal besser. Es ist ein Element. Und von den Sportbewegungen her ist es natürlich auch wesentlich besser, weil es ein bisschen schonender ist und du hast trotzdem natürlich den Widerstand und kannst deine Muskelkraft aufbauen. Guck mal, wie du heute auf deinen Füßen stehst und schau mal vor allen Dingen, wie du atmest. Atmest du bis in den Bauch oder bleibt deine Atmung im Brustkorb hängen? Und jetzt lass deine Atmung mal bewusst tiefer werden, dass du tief in den Bauch atmest. Eigentlich sollte in diesem Kurs die Rückbildung im Vordergrund stehen, das Stärken des Beckenbodens. Doch geht es uns allen nicht um viel mehr? Isabel sagt, dass der After-Baby-Body in diesen Kursen oft Thema ist. Da ist es für mich immer ganz wichtig, dass die Frauen irgendwann zu dem Punkt kommen, ich kriege nicht mehr die flache Taille, die ich mal hatte. Ich kriege auch nicht mehr den festen Busen, den ich mal hatte. Das ist jetzt einfach so. Was? Ich darf mich davon verabschieden. Ja. Und ich finde auch, das ist in Ordnung. Was wir geleistet haben mit Kinderkriegen, ist eine tolle Sache. Also das soll uns mal einer nachmachen. Und das ist ein Idealbild, dem wir hinterher rennen, gefühlt. Aber wir vergessen uns ja dabei. Wenn ihr diese Doku gerade spannend fandet und wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut gerne in der ARD-Mediathek weiter. Klickt dafür einfach hier. Und wenn ihr Lust habt auf weitere spannende Dokus von der Sportsfreundin zum Thema Motivation, zum Thema Sporternährung oder zum Thema Sport und Libido, dann klickt gerne hier.